Liebe Studierende, herzlich willkommen zu dieser Vorlesung im Rahmen des MSc-Kongresses. Mein Name ist Stefan Markun, ich bin Oberarzt am Institut für Haushaltsmedizin an der Universität Zürich. Meine Interessenskonflikte in diesem Bereich deklariere ich gerne. Ich habe einzig und allein mal 400 Franken bekommen von der Pharmaindustrie, ebenfalls für einen Kongressbeitrag im Jahre 2015. Wenn Sie der Meinung sind, dass mich das beeinflusst, dann nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Also, wir fangen an. Was ist Medizin? Medizin, wenn man im Duden nachschaut, ist definiert als die Wissenschaft vom gesunden und kranken Organismus des Menschen, von seinen Krankheiten, ihrer Verhütung und ihrer Heilung. Sie sehen das Wort Medizin und Wissenschaft, die sind hier gemäß Duden sehr stark miteinander verknüpft. Man könnte eigentlich fast schon sagen, Medizin ist eben keine Wissenschaft, weil es ist eine Kunst. Weil Sie lernen ja Medizin und dann können Sie etwas und Sie sind keine Wissenschaftler. Sie wissen nicht im Detail, wie das Wissen, das Sie benutzen im Alltag, wie das produziert worden ist, oder? Die Medizin basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen im Idealfall. Ich würde also soweit einverstanden sein mit der Definition, dass die Wissenschaft die Erkenntnis liefert, um Medizin zu betreiben, zu machen, eben als eine Kunst, etwas können. Gut, mal so weit, so gut. Wir gehen weiter und schauen an, was ist Alternativmedizin, ebenfalls im Duden. Hier ist von Medizin die Rede, die als Alternative oder Ergänzung zur Schulmedizin zu verstehen ist. Also Alternativmedizin ist auch Medizin. Deshalb würde hier hervorgehen, dass die auch auf Wissenschaft basieren sollte, und zwar dann als Alternative oder Ergänzung zur Schulmedizin. Und jetzt, was ist denn Schulmedizin, muss man sich dann fragen. Schulmedizin ist die Medizin, die an Hochschulen gelehrt wird und allgemein anerkannt ist. Soweit, so gut. Dann müssen wir noch das Wort Komplementärmedizin einordnen. Das gibt es gar nicht, aber ich kann Ihnen sagen, was Komplementärmedizin ist. Komplementär ist Alternativmedizin, wenn sie als Zusatz zur Schulmedizin betrieben wird. Also wenn man das eine tut, aber das andere nicht lässt. Und alternativ ist in meinem Sprachgebrauch wirklich, wenn man es als Alternative eben benutzt, wie das Wort schon sagt, und nicht beides gleichzeitig. Gut, nun lernen wir eigentlich Folgendes. Medizin ist irgendwie alles, oder? Wenn es auf Wissenschaft basiert, dann ist nur die Frage, welche Kriterien müssen erfüllt sein, dass etwas Wissenschaft ist? Reicht es, wenn ich zähle? Oder muss ich da noch mehr machen? Und dann ist eben Schulmedizin, wenn sie an Hochschulen gelehrt und anerkannt wird. Und Alternativmedizin, wenn sie eben nicht diese Anerkennung hat, dann ist halt die Frage, wie viele Hochschulen braucht es dann, bis man es zur Schulmedizin erklären kann? Reicht eine auf dieser Welt, weil es wird sicher alles irgendwo gelehrt, nicht? Bin nicht einverstanden mit diesen Definitionen. Sie sehen, weil die helfen doch einfach nicht weiter. Die sind eigentlich schwammig. Nun ist mein Vorschlag viel einfacher. Wir schmeißen das alles in den Müll hier und wir machen eine eigene Unterteilung, und zwar ordnen wir Medizin einfach ein nach der Glaubhaftigkeit. Ist es wenig glaubhaft, ist es sehr glaubhaft, und dann suchen wir uns eine Methode, die das kann, und dann können wir auch begründen, warum etwas glaubhaft oder eben nicht glaubhaft ist. Und das Resultat ist dann, wir haben nur zwei Formen von Medizin, eine mit glaubhaftem Nachweis auf Wirkung und eine ohne glaubhaften Wirkungsnachweis. Jetzt habe ich das Problem ja nur ein bisschen verschoben in dieses Wort glaubhaft, oder? Nun, wie beurteilen wir Glaubhaftigkeit? In der Medizinwissenschaft zumindest. Das kennen Sie vielleicht, diese Pyramide.
die von unten nach oben Entschuldigung, die von unten nach oben die Glaubhaftigkeit von Resultaten für Menschen illustriert, also für Wirksamkeit in Menschen. Was In-vitro-Studien zeigen, ist nur sehr selten wirklich valide für Menschen. Sie können sich vorstellen, Covid-19 lässt sich inaktivieren mit Desinfektionsmittel in vitro und auf Händen natürlich auch, aber wie ein gewisser Präsident behauptet, ist es keine gute Idee, das zu initiieren. Wäre also aus in vitro nicht als Heilmittel bei einer akuten Erkrankung möglich, auch wenn in vitro das zeigt. Dann geht es weiter, was aus Tierversuchen glaubhaft ist ab und zu mal wirklich glaubhaft im Menschen, aber häufig bleibt man hier stecken und das stimmt eben nicht. Und dann, was Experten behaupten, das ist nicht immer ganz 100% glaubhaft. Entschuldigung, ich muss kurz unterbrechen. Gut, wo waren wir? Genau, bei der Expertenmeinung. Expertenmeinungen sind alleine nicht besonders vertrauenswürdig. Menschen, Experten, die täuschen sich. Besser noch ist es, wenn Wissen aus idealerweise einer Studie stammt, die idealerweise wenigstens eine Kohortenstudie ist, sprich wo viele Fälle zusammengefasst werden, oder eben idealerweise aus einer randomisiert kontrollierten Studie, sprich Sie haben zwei Gruppen, in der einen Gruppe machen Sie das eine, in der anderen das andere und die Zuweisung in die Gruppen ist zufällig. Wir werden nachher noch sehen, was eine placebo-kontrollierte, randomisierte Studie ebenso wertvoll und so schön macht. Und ganz oben gibt es noch die systematischen Übersichtsarbeiten. Wenn diese gut gemacht sind und mehrere Studien zum gleichen Thema zusammenfassen, kommt hier eben aus diesen Resultaten eine relativ hohe Glaubhaftigkeit zusammen, weil eben nicht nur eine Studie, sondern nicht nur zwei randomisierte, sondern viele, viele randomisierte Studien im Idealfall existieren und zusammengefasst werden zu einem mehr oder weniger plausiblen Aussage. Gut, das ist in der Medizin die anerkannteste Taxonomie von Quellenglaubhaftigkeit. Man muss bedenken, dass die Übergänge hier fließend sind. Speziell hier zwischen der systematischen Übersichtsarbeit und der randomisierten Studie eine qualitativ nicht gut gemachte systematische Übersichtsarbeit, der würde ich jetzt weniger glauben als einer sehr guten randomisierten Studie. Gut, jetzt ab wann ist denn eine Behauptung glaubhaft? Es muss ja nicht immer eine randomisierte Studie geben. Manchmal kann man auch aus einer reinen Beobachtung ohne eine Kontrollgruppe schließen, dass ein Zusammenhang wahrscheinlich der Realität entspricht und nicht nur eingebildet wird. Das klassische Beispiel ist eben die Fallschirmsituation. Die Behauptung Fallschirm rettet Leben, die würden wir alle als verlässlich einstufen, ohne eine Kontrollgruppe zu haben. In der Medizin ist es selten so offensichtlich und unmittelbar, dass man das wirklich einfach so glauben kann. Wenn man zum Beispiel sagt, Aspirin beim Myokardinfarkt rettet auch Leben, das ist so indirekt, da verstreichen Stunden oder Tage oder Jahre, bis man einen Unterschied hat, oder? Und der ist dann nicht groß, weil es sterben immer noch Leute mit Myokardinfarkt, einfach weniger wahrscheinlich mit Aspirin. Und das muss man verblindet, kontrolliert studieren, sonst wie kann man diesem Resultat vertrauen, oder? Und das ist etwas, was stark wirkt, oder? Und das ist weniger als ganz offensichtlich. Hier möchte ich Sie noch erinnern daran, aus der Medizingeschichte wissen wir eigentlich, wie anfällig wir sind auf falsche Schlussfolgerungen und wie fatal das sein kann. Wir blicken zurück auf über 2000 Jahre Aderlass. Unsere Berufskollegen haben tausende von Jahren lang Patienten zur Ader gelassen, sie ausgeblutet und diejenigen, die es überlebt haben, denen hat es geholfen, oder? Das war eine ausreichende Logik und das hat
hat man nicht so ganz begriffen, oder? Und das ist schlecht für den Ruf unserer Zunft, wenn man jetzt die letzten paar tausend Jahre anschaut, dass wir das nicht gecheckt haben. Aber die sind ja nicht genetisch groß anders gewesen als wir, die sind nicht blöder gewesen. Die hatten einfach diese Methoden nicht, um Glaubhaftigkeit einzustufen. Und es gibt auch neuere Beispiele, Östrogenersatz bei postmenopausalen Frauen. Man hat jahrzehntelang, basierend auf der Erkenntnis, dass kardiovaskuläres Risiko assoziiert ist mit Absinken des Östrogens, hat man jahrzehntelang Frauen mit Östrogen behandelt, postmenopausal, und man hat nicht gecheckt aus der Beobachtung, dass das Risiko dadurch sogar angestiegen ist. Und erst eine randomisierte Studie hat dann gezeigt, dass man hier mehr schadet als nützt. Deshalb, für uns Menschen gibt es eigentlich keine glaubhaftere Einsichtsmöglichkeit in die Mechanismen des Universums als eine randomisierte Studie zu machen, weil unser Modell der Realität kann völlig falsch sein, und obwohl es glaubhaft scheint, und was wirklich dabei rauskommt, kann eine Überraschung sein, und das Experiment ist hier gnadenlos und zeigt einfach, was wirklich überlegen ist. Und wenn wir das nicht durchführen, sondern einfach nur aufgrund der Hypothese oder der Theorie arbeiten, das können wir, aber es sollte uns bewusst sein, wie unsicher und gefährlich das sogar sein kann. Gut, also wenn keine Fallschirmsituation besteht, wenn es weniger als extrem offensichtlich ist und Sie sich entscheiden müssen zwischen zwei Möglichkeiten, glauben Sie den Überwachungsstudien nicht, glauben Sie den randomisierten Studien eher. Also wenn nur Observational Studies existieren, dann meinetwegen, aber erinnern Sie sich daran, dass Sie hier auch voll daneben liegen können. Gut, auch hier können Sie voll daneben liegen, aber das ist selten, und wenn die Studie schlecht gemacht ist oder sogar Betrug dahinter ist, kann natürlich auch sein. Aber Ihre Chancen sind hier besser, richtig zu liegen. Gut, jetzt müssen wir uns Gedanken dazu machen, was ein Effekt ist. Und das ist alles so theoretisch, ich hoffe, Sie bleiben noch bei mir, aber das ist extrem wichtig, um zu evaluieren, was wirkt und was nicht. Was ist ein Effekt? Der Duden hilft uns so ein bisschen, oder? Eine bezweckte oder nicht bezweckte Wirkung, eine Auswirkung, super. Eine Wirkung, sollten wir jetzt nochmal nachschauen. Wir lassen das mal und probieren selber zu definieren. Ein Effekt ist eine Vorher-Nachher-Situation, wo wir einen Mediator unterstellen, der den Effekt hervorgebracht hat. Und bei diesem Beispiel schauen wir mal an die Müdigkeit bei Eisenmangelanämie, könnte das Beispiel sein. Wir geben Eisentabletten und dann geht es besser. Und dem sagen wir meinetwegen ein Effekt. Gut, jetzt muss man sich fragen, was ist hier eigentlich passiert? Und das haben Sie sicher pharmakologisch schon gehabt oder können sich das gut vorstellen, wie das zustande kommt. Wir haben einen spezifischen Effekt dieser Eisentablette, und zwar führt die dazu, dass der Hämoglobinaufbau passiert durch Auffüllung des Eisenspeichers. Dadurch haben wir mehr Sauerstofftransport und überhaupt vielleicht mehr Möglichkeiten, unseren Stoffwechsel aufrechtzuerhalten, dadurch, wo Eisen sonst noch so benötigt wird, dass das in ausreichender Menge vorhanden ist. Gut, jetzt, ja, Sie wissen, Placebo-Effekte gibt es auch. Der Placebo-Effekt kommt aus diesem Bewusstsein, behandelt zu werden. Das führt zu Zuversicht und führt beim Menschen vielleicht auch schon zu Dopaminausschüttungen. Der ist gut belegt. Es gibt systematische Übersichtsarbeiten zu den Placebo-Wirkungen bei bestimmten, also bei diversen Krankheitsbildern, und man weiß, der Placebo-Effekt, der ist gegen gewisse Symptome so mittelwirksam immerhin. Er ist gegen Symptome wirksam, er heilt natürlich keine Krankheiten. Aber er ist eine Komponente dieses Effektes, was dazu führt, dass es besser geht. Und dann kommt noch hinzu, es gibt noch den natürlichen Verlauf. Also Selbstheilung, hier zum Beispiel, wenn ich auf der Nahrung mehr Eisen aufnehme oder wenn sich mein Körper einstellt auf ein tieferes Eisen in diesem Beispiel. Wenn wir jetzt ein anderes Beispiel nehmen würden, eine gewöhnliche Erkältung zum Beispiel, und dann kann ich irgendetwas geben hier
und dann geht es besser und dann ist meistens der größte Anteil ist der natürliche Verlauf gewesen. Und dann spezifische Effekte gibt es wenig gegen banale Erkältungskrankheiten, Placebo-Effekt vielleicht auch ein bisschen, aber das geht ja immer wieder von alleine weg. Ein anderes Beispiel. Gut, und wenn wir jetzt hier ein bisschen rumjonglieren, wir nehmen zum Beispiel an, wir würden hier etwas anderes machen. Entschuldigung, das wollte ich noch sagen. Das Problem an dieser Konstellation hier mit diesem spezifischen Effekt ist, dass wir nur das hier oben sehen. Der natürliche Verlauf und der Placebo-Effekt, der ist uns nicht so bewusst. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen rumjonglieren, wenn wir zum Beispiel einen Eisenmangel ohne Anämie behandeln, sprich ein Ferritin im Grenzbereich vielleicht, und wir geben dann Eisentabletten, dann können das Problem an dieser Konstellation hier mit diesem spezifischen Effekt ist, dass wir nur das hier oben sehen. Der natürliche Verlauf und der Placebo-Effekt, der ist uns nicht so bewusst. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen rumjonglieren, wenn wir zum Beispiel einen Eisenmangel ohne Anämie behandeln, sprich ein Ferritin im Grenzbereich vielleicht, und wir geben dann Eisentabletten, dann können wir eigentlich nur noch Eisenspeicher auffüllen. Hämoglobinaufbau wird nicht mehr stattfinden, Sauerstofftransport wird ähnlich sein. Und das führt dazu, dass in dieser Konstellation Müdigkeit bei Eisenmangel ohne Anämie der spezifische Effekt eben nicht mehr so groß sein kann. Und zwar, was dann passiert, ist, dass weil wir eben nur das wahrgenommen haben, dass diese Eisentabletten eigentlich die ganze Besserung, die stattgefunden hat, vereinnahmen, obwohl das wahrscheinlich der kleinste Beitrag war. Und die Patienten und teilweise auch die Ärzte, die glauben dann daran und vergessen ein bisschen, was hier unten noch passiert ist und was hier wäre. Und so tendieren wir und auch die Patienten eigentlich unsere Interventionen zu überschätzen. Und das verhindern wir eben nur, indem wir diese beiden Dinge hier unten messen. Und solange wir Dinge tun, die nicht in randomisierten Studien belegt sind, können wir das niemals auflösen. Das heißt, wir brauchen eben diese placebo-kontrollierten Studien. Gut, jetzt schauen wir mal nach, wie das läuft. Und das ist eigentlich ganz einfach, wie dieser wissenschaftliche Nachweis des spezifischen Effektes eben funktioniert in dieser placebo-kontrollierten Studie. Wir haben die Prüfgruppe mit der fraglichen Intervention und die Kontrollgruppe mit dem Placebo. Sie kennen diese Konstellation schon. Hier wirken alle Effekte, der spezifische, der Placebo und der natürliche Verlauf. Und in der Kontrollgruppe haben wir eben nur natürlichen Verlauf und Placebo-Effekt. Und das ist eine einfache Rechnung. Wenn wir von dem hier, diese zwei abziehen, was haben wir dann? Dann haben wir eben wirklich nur den spezifischen Effekt. Und das ist von dem, was wir sprechen, wenn wir sagen, wissenschaftlich nachgewiesener Effekt. Da ist der Placebo-Effekt nicht mehr drin enthalten. Jetzt hier darf man die Kritik bringen, dass das eine idealisierte Situation ist, weil jeder Mensch, der in dieser Studie ist, hat ein eigenes Profil, ist ein bisschen anders und man kann nicht davon ausgehen, dass wenn man von all diesen Menschen all diese abzieht, dass man dann wirklich den genau gemessenen Effekt hat. ist voller Störsignale natürlich, weil wir nicht die Menschen standardisieren können wie in einem Reagenzglas, dass die genau gleich sind oder die sind alle noch ein bisschen eigen. Man muss aber sagen, wenn die Studie gut gemacht ist und die Einschlusskriterien dafür sorgen, dass wir wirklich ähnliche Menschen drin haben, dann ist das die allerbeste Approximation, die beste Annäherung an die Wahrheit, die zumindest ich kenne. Und wenn wir möchten unsere Fehleinschätzungen vermindern, dann sehe ich keine Variante, die sicherer stellt, als dass wir weniger Fehler machen. Es sind überall Fehler dabei, aber mit Beobachtungsstudien sind die Fehlerquellen noch viel, viel bedeutender, weil sie haben keine Kontrollgruppe. Da können Sie nicht unterscheiden, was kommt von was. Gut, jetzt schauen wir auf die Situation in der Schweiz. Es gibt einen Artikel im Krankenversicherungsgesetz, das ist der Artikel 32,
und der diktiert, was von der Grundversicherung übernommen werden muss und was nicht. Und Sie haben vielleicht davon gehört, diese WZW-Kriterien, also Interventionen müssen wirksam, zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Und eben diese Wirksamkeit, die muss nach eben diesen wissenschaftlichen Methoden nachgewiesen werden oder nachgewiesen worden sein. Das ist ein bisschen schwammig, aber man versteht schon die randomisierte Studie darunter, weil was ist sonst Wissenschaft? Jetzt, so fies, oder? Was heißt das? Das heißt eben, dass ohne einen Wirkungsnachweis eine Kostenübernahme durch die Grundversicherung eigentlich ausgeschlossen ist. Sprich, für Placebos bezahlen wir eigentlich nicht. Jetzt ist die Frage, das kann man gut oder schlecht finden. Können Sie sich kurz überlegen, ob die Krankenversicherung für Placebos zahlen sollte, weil Placebo-Effekt ist ja auch real, oder? Ein schwacher Effekt, aber ist ein Effekt. Und das Problem ist einfach, wenn wir Placebos auch in unseren verfügbaren Leistungskatalog aufnehmen, dann kann eben jeder kommen. Und das ist nur ein kleines Beispiel für das, was wir dann in unserer Grundversicherung aufnehmen müssten. Satan ist auf dem Vormarsch, oder? Exorzisten waren klassischerweise, heute immer weniger natürlich, aber waren zum Beispiel sind vielleicht immer noch in gewissen Ländern bei Patienten mit Schizophrenien, oder, die von einem Dämon besessen sind, waren das eine Art Heiler, oder? Und wahrscheinlich hat ein Exorzismus, wenn man daran glaubt, vor allem auch einen bestimmten Placebo-Effekt, auch wenn man das einsetzen würde gegen Beschwerden, oder? Und ja, das müsste man oder würden wir dann auch bezahlen müssen. Und das ist etwas, was wir kulturell eigentlich abgelehnt haben, als wir unser Krankenversicherungsgesetz aufgebaut haben. Und jetzt wird es interessant, denn eine bestimmte Initiative hat dazu geführt, dass wir Alternativmedizin Krankenversicherungsgesetz fähig gemacht haben, und das bedingte eine Änderung im KVG, und zwar sind die komplementärmedizinischen Interventionen folgendermaßen anders geregelt. Und zwar ist bei dieser WZW-Beurteilung ein anderer Kriteriensatz im Vordergrund, steht hier. Und zwar ist nicht mehr diese wissenschaftliche Methode gefordert, sondern Anwendungs- und Forschungstradition. Sprich, wenn man das schon lange so macht, dann hat es Tradition. Forschungstradition, das habe ich noch nie gehört. Als Wissenschaftler ist mir das ein bisschen fremd. Was auch immer damit gemeint ist. Dann die basierenden Leistungen sollten auf wissenschaftlicher Evidenz, also was heißt wissenschaftliche Evidenz? Also nach einer randomisierten Studie oder nicht? Und ärztlicher Erfahrung. Und auch hier Erfahrung, das ist auch wie etwas, was man schon lange macht, oder? Das erinnert mich jetzt auch so alles ein bisschen an Aderlass. Es hat Tradition, es hat Erfahrung, und dann braucht es noch, wenn ich die Leistung bringen möchte, eine spezifische ergänzende Weiterbildung. Also nicht jeder Arzt kann Komplementärmedizin neu krankenkassenpflichtig verschreiben. Er braucht auch noch eine ergänzende Weiterbildung. Und wenn ich jetzt auch diese ergänzende Weiterbildung in Aderlass machen würde, dann wäre ich ja eigentlich ready, oder? Und hier muss ich schon sagen, jetzt gibt es hier einen speziellen Regelsatz für Alternativmedizin, der andere Kriterien im Vordergrund hat als der reine wissenschaftliche Nachweis der Wirksamkeit. Und hier würde ich schon kritischerweise nachfragen, wieso braucht es denn spezielle Regeln? Man kann doch in einer Studie zeigen, ob etwas wirkt oder nicht. Und ja, hier bitte ich Sie, hören Sie sich die Argumente genau an, wenn Sie Vertreter von Komplementärmedizin hören, die Ihnen erklären, warum die wissenschaftliche Methode nicht funktionieren sollte.
Und überlegen Sie sich, ob das wirklich nicht möglich ist, ein Experiment zu machen mit der Methode und einer Kontrollgruppe. Weil in meiner Meinung ist das extrem selten und es gibt so viele kreativen Studien, die mittlerweile gemacht werden in der normalen Medizin, wo man Placebo-Interventionen oder Pseudo-Interventionen macht und am Schluss wirklich genau sagen kann, was bringt und was nicht. Ich denke zum Beispiel an diese Arthroskopie-Studien, wo man gesehen hat, dass die Meniskektomie oder Teilmeniskektomie bei degenerativen Meniskusläsionen eben keinen Nutzen hat. Im besten Fall schadet es nicht, aber eher Schaden tut es vielleicht sogar auch. Da hat man einfach Intervention gemacht bei der einen Gruppe, also richtig Meniskus rausgeschnitten, in der Kontrollgruppe eine Pseudointervention, also einfach Hautschnitte gemacht und dann haben die Patienten nicht gewusst, ob jetzt da geschnippelt wurde oder nicht. Das ist aufwendig. Es gibt auch Herzkatheter-randomisierte Studien, wo man den Leuten einfach einen Katheter ins Herz schiebt, aber eben keine Intervention macht, also vielleicht kein Stent macht. Und bei der Interventionsgruppe gibt es einen Stent. Also das ist aufwendig, aber man kann ganz viel Experimente machen und meiner Meinung nach ist die Alternativmedizin hier nicht einfach a priori ausgeschlossen. Wenn wir Homöopathie anschauen, dann muss man erstmal erkennen, dass sie stammt aus dem 18. Jahrhundert, eine Erfindung von Dr. Samuel Hahnemann, und er hat die Hypothese geäußert, dass Gleiches Gleiches heilt. Also was die gleichen Symptome hervorruft, wirkt sich gegenseitig entgegen. Das ist, als würden zwei schädigende Mechanismen nicht gleichzeitig durch den Flaschenhals gehen. Dann, ja, wie vernünftig das ist, kann man sich ja denken, oder? Wenn ich jetzt gleichzeitig eine Arthritis habe in meinen Fingern und ich habe Schmerzen und dann, wenn ich jetzt eine andere Behandlung mache, die auch Schmerzen in der Hand hervorruft, wird meine Arthritis nicht besser. Wenn ich jetzt mit dem Hammer auf meine Hand schlage, dann wird alles nur noch schlimmer, oder? Das ist intrinsisch schon mal eine ganz merkwürdige Logik. Und dann kommt noch dieses Postulat hinzu, dass man durch stärkere Verdünnung größere Wirkungen erzielen kann. Das ist das zweite Postulat, das eine völlig neue Art nicht des Denkens, sondern wenn das stimmt, wäre das eine völlig neue Art der Physik. Man muss aber hier anerkennen, dass medizinhistorisch gesehen Homöopathie eine Revolution war. Damals war Schulmedizin geradezu tödlich. Im besten Fall hat ihnen der Arzt, die Ärztin, also Ärztinnen gab es wahrscheinlich eh keine, aber der Arzt hat ihnen ein Klistier gegeben. Im schlimmsten Fall hat es eben Aderlass gegeben. Und deshalb muss man schon anerkennen, als Hahnemann angefangen hat mit seiner sanften Methode, hat er, wenn er nur ein Placebo gegeben hat, hat er wenigstens die Leute nicht umgebracht. Und ich bin sicher, homöopathische Ärzte hatten bessere Resultate als Schulmediziner im 18. und im 19. Jahrhundert und wahrscheinlich sogar im 20. Jahrhundert während langer Zeit, oder? Ich wäre jetzt der Meinung, dass wir seit 40 Jahren ja viele Randomized Controlled Trial machen und dass man wahrscheinlich nicht mehr einfach so behaupten kann, dass das immer noch so ist, weil wir haben mittlerweile durch wissenschaftliche Methoden ja neue Erkenntnisse. Man muss auch sehen, dass zu Hahnemanns Zeiten die Moleküle noch nicht entdeckt waren und vielleicht, ja eben, die ganze Physik war noch nicht so weit. Es kann schon sein, dass man in diesem historischen Kontext, wenn man das so betrachtet, dass das eben gar nicht so absurd war, wie das heute absurd war. Aber durch diese Popularität, begründet durch den großen Erfolg, ist eben die Homöopathie so stark gewachsen und existiert überall, dass die halt noch mit existiert heute, obwohl sie kaum mehr haltbar ist, rein von den naturgesetzlichen Überlegungen. Dann noch einen Einblick in den Herstellungsprozess. Homöopathika werden gewonnen, indem man eine Urtinktur macht, also der Extrakt einer Substanz. Meistens Pflanzenextrakte werden verwendet. Sie finden auch homöopathische Präparate als Urtinkturen. Wenn da steht Urtinktur, ist das eben eigentlich nur ein Pflanzenextrakt und dann ist da noch wirklich was drin. Das dürfte natürlich fast nicht wirken, gemäß der klassischen Homöopathie, weil das ist ja noch überhaupt nicht verdünnt und eigentlich ist das ganze Gift ja noch drin, oder? Und eigentlich ist es ja das, was die Symptome hervorruft und eigentlich müsste es ja dann sogar alles schlimmer machen und schaden.
Deshalb wird eben zuerst diese Substanz in der Homöopathie verdünnt. Man spricht von Potenzierung. Wenn es ein D hat, dann ist es eine 10er Verdünnung und ein C ist eine 100er Verdünnung und ein C30 zum Beispiel ist 100 hoch 30, das ist eine 10 mit 60 Nullen. Das ist, C30 ist eine gebräuchliche Verdünnung, ist eine Dezillion. Und wenn man jetzt das so mal auf einen Liter Wasser bricht, und wenn ich jetzt auf der Erde schaue, wir haben nur 10 hoch 20 Liter Wasser. Und wenn ich jetzt einen Liter Wasser verdünnen möchte auf C30, dann bräuchte ich 10 hoch 40 Mal das ganze Wasser der Erde. Und das wäre mehr als das ganze Wasser von einer Trillion Erden. Nur ein Liter. Und Sie sehen schon, da ist einfach, ja, da ist nichts mehr drin. Da ist, wenn ich etwas so stark verdünne, das ist wahrscheinlich physikalisch gar nicht möglich, weil es so rein kann man etwas gar nicht verdünnen. Und hier ist eben diese Idee, dass irgendwie durch diese Verdünnung, dass da trotzdem noch was drin bleibt, oder? Wir gehen zum nächsten Schritt. Der nächste Schritt ist die sogenannte Dynamisierung. Und was das eigentlich ist, ist, dass man diese verdünnte Substanz dann auf ein Lederkissen schlägt. Und das Ziel hier ist, dass nur die guten Eigenschaften der Urtinktur in die Arznei übergehen und die schlechten Eigenschaften, das könnte auch schaden, dass es sicher nicht schaden kann, wird irgendwie rausgeschüttelt oder ich weiß nicht, was die Idee ist, was beim Schütteln passiert. Als nächstes werden die Globuli, die ja dann die Wirksubstanz tragen, werden benetzt mit der Flüssigkeit. Und zwar werden die Globuli benetzt und dann verdunstet das Wasser und dann ist das ja eigentlich in meinem Verständnis ja weg, aber das ist nicht so. Die Heilkraft, die bleibt dann in diesen Zuckerglobuli. Und mit dem kann man dann gehen und Leute behandeln. Und jetzt fragen Sie mich bitte nie, wie das genau funktioniert, wie man das richtige Medikament auswählt. Dafür macht man ja als Arzt dann noch eine jahrelange Zusatzausbildung, um diesen Fähigkeitsausweis Homöopathie zu bekommen. Und das habe ich schon 3-mal versucht zu verstehen, wie es die Theorie dahinter ist, und ich kann das nicht nachvollziehen. Nicht mal so, dass ich es erklären kann. Gut, ja, was haben wir hier? Wir haben hier eine ganz spezielle Theorie. Und wenn man Theorien hat und sich entscheiden muss, was man glaubt, und man hat kompetitive Theorien, für welche Theorie entscheidet man sich dann? Hier gibt es ein philosophisches Mittel, dem sagt man Occam's Razor. Viele von Ihnen kennen das vielleicht schon. Das ist die Heuristik, dass man sagt, man wählt die Theorie, die mit weniger Zusatzbedingungen auskommt. Die ist eher richtig. Und am Beispiel von Homöopathie ist es so, dass Homöopathie ja wirkt. Muss nicht nur das Ähnlichkeitsprinzip richtig sein, das mit der Urtinktur muss auch stimmen. Es muss wirklich potenzierbar sein. Die Dynamisierung bringt wirklich etwas und die Benetzung funktioniert auch. Und das sind viele Glieder einer Kette, die alle an sich ein bisschen wackelig sind, oder? Und auf der anderen Seite haben wir einfach nur in meines Erachtens einen Placebo-Effekt, der ist nachgewiesen, der ist da, den kann man mit Zuckerkügelchen hervorbringen und das ist für mich die naheliegende Erklärung, warum eine Wirkung beobachtet wird, oder? Occam's Razor wird zum Beispiel auch gerne verwendet für die Evolutionstheorie gegen den Kreationismus. Damit die Evolutionstheorie richtig ist, die würde dann hier stehen, oder? Selbstreplizierende Organismen, die sich genetisch von Generation zu Generation optimieren, wäre die eine Variante, oder eben Kreationismus wäre, Gott hat 7 Tage alles erschaffen und dann hat er den Mensch so laufen lassen und uns entwickeln lassen, bis wir hierher gekommen sind. Und dann hat Gott noch so ganz viele Dinosaurierknochen versteckt, damit wir uns den Kopf zerbrechen, was das sein könnte. Und auch so ganz viele weitere komische Erklärungen müssen wir dann machen, warum das Universum uns so scheint, wie es ist, oder was die Evolutionstheorie dann ein bisschen wahrscheinlicher aussehen lässt. Gut, soviel zu Occam's Razor. Jetzt ist es aber so, wir haben ja gesagt, Glaubwürdigkeit wird in der Medizin am besten informiert durch randomisierte Studien, also durch Experimente. Und Richard Feynman hat das gut auf den Punkt gebracht. Es ist egal, wie schön eine Theorie ist,
Es ist egal, wie smart Sie sind, wenn die Theorie nicht mit dem Experiment übereinstimmt, dann ist die Theorie falsch. Und deshalb, es kann gut sein, dass wir irgendwas noch nicht gecheckt haben im Universum, wahrscheinlich sogar, Sie wissen sicher noch nicht alles. Und ob jetzt in diesem Unwissen, das noch existiert, wirklich die Erklärung kodiert ist, warum Homöopathie funktioniert, das kann ja sein. Aber das Coole ist, mit einer randomisierten Studie können wir das wunderschön zeigen, ob der Schnupfen schneller oder langsamer oder gleich schnell vorbeigeht mit oder ohne eine Behandlung. Zum Beispiel, das lässt sich wunderschön zeigen. Und wenn Sie nachschauen, wie viel experimentelle Evidenz gibt es zur Homöopathie, also wenn man jetzt Experimente anschaut mit Kontrollgruppe, RCTs, dann findet man über 200 RCTs. Und bei einer Fehlerwahrscheinlichkeit mit einem P von 0,05 erwarten wir, selbst bei 10 methodisch perfekten Studien, dass man Effekte findet. Also rein durch den Zufall, wenn man genug oft würfelt, genug oft Yahtzee spielt, irgendwann kommen 5 Sechser raus dabei. Das ist normal, also einen gewissen positiven und auch negativen Ereignispool erwarten wir einfach. Gut, und man kann natürlich nicht alle 200 Studien anschauen, also ich kann das nicht, ich habe noch eine andere Hauptaufgabe in meinem Leben. Es gibt auch systematische Übersichtsarbeiten zu Homöopathie. Und zwar ich habe 7 gefunden, die so zum Teil bald 30 Jahre alt sind. Und das ist schon interessant, wenn man hier schaut, was die hervorgebracht haben. Und zwar 4 von diesen Systematic Reviews, die haben eigentlich gezeigt, es gibt unzureichendes Wissen, weil die Studien schlecht sind. Low Quality, Quality is low. Also die meisten sagen, diese RCTs, die sind schlecht gemacht. Also vielleicht wurde da die Kontrollgruppe informiert, was sie ein Placebo hatte. Vielleicht war es gar keine richtige Placebo-kontrollierte Studie, sondern mehr Beobachtung und so weiter. Gut, dann gibt es 2 Studien, das ist spannend, die eine sagt, Clinical Effects of Homöopathie are not completely placebo. Und eine Studie sagt sogar, es gibt Evidence for Clinical Efficacy. Hier ist interessant, Detail, die 2 von Linde, sehen Sie, das ist der gleiche Autor, der hat zuerst gefunden, es sieht so aus, als sei es nicht nur ein Placebo. Und dann hat er 2 Jahre später nochmal nachgeschaut in seinen Studien und hat mal alle die rausgefischt, die schlechte Qualität waren. Und dann hat er gemerkt, Studien mit besserer Qualität haben weniger positive Resultate. Das heißt, sobald man ein bisschen eben genauer forciert, dass man eben keine Störgrößen hat, kommt plötzlich nichts mehr dabei raus, oder? Und die andere positive Studie, das ist von Bernhoft und Kollegen, das ist ein Health Technology Assessment, der durch die schweizerische, der von der Schweiz in Auftrag gegeben wurde. Und der ist extrem umstritten, weil hier eigentlich genau das drin steht, was ich so kritisch finde, nämlich, dass man für die Beurteilung von Alternativmedizin und eben Homöopathie in diesem Falle die traditionelle RCT eben offenbar nicht die richtige Methode ist. Und basierend auf dieser Annahme gibt es dann Evidence for Clinical Efficacy. Also wenn man keine Kontrollgruppe mehr hat und so Zeugs und nicht mehr randomisiert. Und ja, dann schon, oder? Und das erklärt dann eben auch, wieso man in der Schweiz andere Kriterien hat für Alternativmedizin, um die Wirksamkeit zu überprüfen, was mir wirklich nicht einleuchtet. Genau, und dann gibt es noch 2 Studien, eine Studie, Entschuldigung, Lancet, die sagt, alles Placebo. Gut, und jetzt, welche Evidenz würden Sie jetzt nehmen, wenn Sie bereits wüssten, was Sie jetzt glauben? Oder wenn ich jetzt bereits weiß, was ich glaube, dann wäre ich jetzt hierher gekommen und hätte Ihnen Linde hier gezeigt. Nein, falsch, ich hätte Ihnen einfach den Shang gezeigt. Clinical Effects of Homöopathie are Placebo Effects. Und dann kann man endlos immer wieder das zitieren, was in den Kram passt.
Und wenn Sie jetzt da draußen sind und mit Homöopathen sprechen oder so etwas, dann seien Sie bitte nicht überrascht, wenn die nur Bernhoft und Linde immer wieder zitieren. Was auch immer Sie machen, bitte bleiben Sie einfach so fair, dass Sie nicht in die Echokammer fallen und dass Sie sich versuchen, ein Gesamtbild zu machen. Und wenn Sie das wirklich interessiert, dann lesen Sie die Arbeiten und die Sekundärliteratur dazu und machen Sie sich ein eigenes Bild. Das kann ich Ihnen jetzt nicht abnehmen in dieser kurzen Session. Gut, im richtigen Leben, wenn Sie mit Homöopathen sprechen oder mit Bekannten und so weiter, die gute Erfahrungen gemacht haben, dann läuft es eigentlich immer so. Homöopathie wirkt und dann kann man sagen, ja, du sprichst von einem Placebo-Effekt. Und dann sagt, ja, Homöopathie wirkt trotzdem. Und dann sagt man, ja, aber du verwechselst hier etwas, du glaubst, Homöopathie sei ein spezifischer Effekt und dann siehst du eine Verbesserung, aber eigentlich ist die Verbesserung durch was anderes entstanden. You misattribute the observed improvements. Machst eine Fehlzuordnung. Und dann kommt eben, ich habe gesehen, dass es wirkt, ich habe meine Erfahrung. Also Patienten berichten dann von ihren eigenen Erfahrungen und Ärzte genauso. Homöopathische Ärzte, die sagen, ja, haha, ich sehe jeden Tag, dass das wirkt, oder? Bei Mittelohrentzündungen oder bei Erkältungskrankheiten sehe ich jeden Tag, das ist sogar besser als Antibiotika. Und checken die meines Erachtens eben gewisse Dinge nicht. Also die verstehen, denke ich, nicht, dass sie von eben Anekdoten sprechen, also einzelne Fälle, nicht von ordentlichen Statistiken und eben Beobachtung ohne Kontrolle. Also die Patienten, denen es gut tut, denen hat es auch gut getan, die kommen auch wieder, sind dankbar und all diejenigen, denen es nicht geholfen hat, die kommen wahrscheinlich eben nicht mehr, da verpassen sie systematisch die Therapie-Misserfolge. Und deshalb ist das, ja, diese Welt hier, die ist einfach nicht fähig, selbstkritisch zu sein, oder? Und was macht er falsch? Er realisiert nicht, dass sich diese Welt nicht interessiert für seine Statistiken und er hat eben vielleicht ja, zu komplizierte Erklärungen oder wenn es kompliziert wird, dann gibt er eben auf, weil er weiß, das Interesse ist gering. Und diese Konstellation ist einfach völlig absurd, oder? Und Sie können Interviews und TV-Debatten schauen und es ist eine Art Zeitverschwendung, oder? Trotzdem finde ich persönlich, ja, ich nehme gerne diese Haltung ein, weil ich finde, man muss ja ein bisschen was sagen und vielleicht gibt es noch so unabhängige Dritte, die die Diskussion so beobachten und die erreicht man dann vielleicht mit ein bisschen kritischem Gedankengut. Weil wenn man nichts sagt, dann sagt man einfach, aha, ja, der Herr hier, der hat ja vielleicht recht, oder? Weil oh, der sieht das ja selber, dass es funktioniert, oder? Gut, wir kommen jetzt so ein bisschen zum Schluss. Und ich möchte nicht nur sagen, dass alles schlecht ist in der Alternativmedizin. Wir gehen jetzt ein bisschen wieder auf einen breiteren Fokus, sind wieder weg von der Homöopathie. Und zwar gibt es wirklich gewisse Interventionen, die glaubhaft sind. Und glaubhaft ist einfach, wenn es ein RCT gibt. Deshalb Akupunktur in gewissen Indikationen ist es experimentell belegt, es ist glaubhaft. Ich verstehe es nicht. Ich habe dazu keine Theorie, aber es ist egal. Wir haben wirklich mit randomisierten Studien die Möglichkeit, das Universum zu zwingen, uns Antworten zu geben. Und bei Rückenschmerzen wirkt Akupunktur scheinbar und dann ist gut, oder? Dann ist auch gut, wenn das vielleicht bezahlt wird in der Krankenversicherung, oder? Dann ist das okay. Und Phytotherapeutika zum Beispiel gehören auch zur Alternativmedizin. Und auch hier muss man differenziert sein. Ich glaube, man kann nicht mehr gut anzweifeln, dass Johanniskraut gegen Depression wirksam ist. Das ist belegt in randomisierten Studien. Es gibt aber ganz, ganz viele Behauptungen in der Phytotherapie, die dann eben nicht mehr so gut belegt sind und nur weil Johanniskraut wirkt, heißt es nicht, dass alle andere auch wirkt. Also muss man hier wirklich differenziert anschauen und sagen, ja, was meinst du genau? Und dann bringt eben dieses Wort Alternativmedizin nichts. Es gibt Medizin mit oder ohne glaubhaften Wirkungsnachweis und dann schaut man, gibt es ein RCT, gibt es ein Systematic Review und dann kann man das beurteilen. Genau. Und eben für fast alle in der schweizerischen Krankenversicherungsgesetz übernommenen Alternativmedizintherapien gibt es meines Erachtens
glaubhafte Wirkungsnachweise, außer eben, ich zweifle wirklich sehr stark an der Homöopathie. Das ist so nahe am Placebo, dass es wahrscheinlich ein Placebo ist. Und wenn das wirklich so stark wirken würde, wie behauptet wird, dann hätte man das schon lange zeigen können. Es gibt so viele Studien, oder? Gut. Nun, wenn es ein Placebo ist denn das so schlimm? Es gibt Situationen meines Erachtens, in denen Placebo-Behandlungen vertretbar sind. Und hier, ich bin ein Gegner von Placebo. Aber, weil ich bin ein Gegner, weil man das Vertrauen des Patienten eigentlich unterwandert. Wenn man ein Placebo gibt, erwartet ja normalerweise eine spezifisch wirksame Behandlung. Aber wenn jetzt die Situation ist, dass ein Patient bereits profitiert von einer Placebo-Intervention, auf die sie ihn nicht gebracht haben, sprich Patient mit Migräne und das spricht gut an auf Homöopathika, dann gehen Sie doch nicht hin und sagen, das kann gar nicht sein. Dann sagen Sie, ja super, machen Sie weiter so und wenn es irgendwann mal nichts mehr bringt, dann wissen Sie einfach, ich habe noch andere Dinge, die Sie probieren können. Also hier denke ich, ist ein Placebo okay. Und vor allem ist Alternativmedizin ja irgendwie vertretbar, wenn Sie sanfte Interventionen haben, die wirklich kein Schadenspotenzial haben, weil dann sind Sie auf einer Placebo-Behandlung und es gibt eine ganze Reihe von von Symptomen, die darauf ansprechen. Und irgendwie wollte das Volk ja auch bei unserer guten Abstimmung, dass das krankenkassenfähig ist und das gibt es gute Gründe dafür. Wir tun dann einfach so, als sei was Spezifisches dahinter, dazu kommen wir dann noch, aber nur schon Placebos, dafür gibt es gute Argumente und dass die auch mal über die Krankenkasse abgerechnet werden. Ich meine, wenn ich jetzt ein Paracetamol gebe bei Rückenschmerzen, möchte ich nicht wissen, wie viel ist Placebo-Effekt und das vielleicht 100% oder je nach Patienten. Das machen wir auch. Und dann ist vielleicht besser, ich gebe Globuli, weil da habt ihr wirklich dann gar keinen Wirkstoff drin und da mache ich weniger Schaden, oder? Gut, jetzt hier davon abzugrenzen ist eben, wenn Alternativmedizin genauso wie Schulmedizin nicht sanft ist, wenn wir potenziell schwerwiegende Interventionen haben, dann ist hier mit der Gurt sehr Vorsicht geboten. Hier nehme ich einfach das Beispiel der chiropraktischen Manipulation, der HWS. Wird immer wieder berichtet von Einzelfällen, die eine traumatische Vertebralis-Dissektion haben. Das gilt nicht nur für Alternativmedizin, das gilt genauso für Schulmedizin. Sobald Sie was machen mit hohem Schadenspotenzial, muss das Risiko also proportional sein zum Nutzen. Und wenn natürlich Nackenschmerzen invalidisierend und schwer sind und häufig sind und das ist das Einzige, was hilft, dann ist es halt so, weil Lebensqualität ist dann auch ein Thema. Aber wegen geringen Nackenschmerzen ist das Risiko, dass man hier eingeht, vielleicht ein bisschen hoch. Oder wenn man dann sich das durch eine schnelle Bewegung ruckartig einrenken lässt. Gut, aber das ist meine Meinung. Chiropraktor haben sicher eine ganz andere Meinung dazu und dürfen sie. Sie müssen sich ihre eigene Meinung bilden. Gut, jetzt the bad. Häufig hört man, dass Komplementärmedizin kostenneutral ist oder sogar Kosten einspart. Da bin ich nicht gleicher Meinung, weil komplementär in diesem Wort steht ja schon, dass man es zusätzlich macht. Also man hat das eine, Schulmedizin, dann hat man noch komplementär dazu. Und aus einer Alternativmedizin wäre ich jetzt vielleicht eher noch der Meinung, dass man, ja, wenn man dann alternativ bleibt, wenn man dann nicht wechselt auf die Schulmedizin, dann wäre es vielleicht wirklich kostenneutral, weil das ist schon viel billiger, die Methoden, oder da. Also aus der Homöopathie kommt kein nennenswertes Gewicht in unserer Prämie, die wir zahlen. Das sind wenige Millionen im Jahr. Verglichen mit den Milliarden, die unser Gesundheitswesen kostet, spielt das keine Rolle. Aber die Kostenneutralität ist nicht gut nachgewiesen und eigentlich ist es ein Mehraufwand und wenn das nicht mal einen vertretbaren Placebo-Effekt hat, also je nachdem, was wir heilen probieren mit Alternativmedizin, ist vielleicht Placebo eben nicht so große Komponente, kann man das nicht vertreten. Und hier eben Placebos, nicht zu vergessen, wirken gegen Symptome, aber nicht gegen Krankheiten. Also wenn Sie sich jetzt tragischerweise
gegen Brustkrebs behandeln lassen mit einer Misteltherapie und sie machen das tragischerweise als Alternative zu etwas Wirksamem und sie hätten einen heilbaren Brustkrebs, dann machen sie einen schweren Fehler, oder? Wenn sie einfach so komplementär Mistel spritzen, ja, ist okay, weil es die Lebensqualität wahrscheinlich ein bisschen anhebt und dann ist es vertretbar. Aber wenn sie es alternativ machen und verzichten auf eine erwiesenermaßen wirksame Behandlung, dann ist es tödlich. Das ist the bad. Ein weiterer Punkt, der ist aber nicht nur exklusiv für die Alternativmedizin, das gilt auch Medizin im Allgemeinen. Was Sie auch immer machen, wenn der Patient zu Ihnen kommt und Sie müssen dem Patienten was geben, unterstützen Sie ihn eigentlich. Und das nimmt natürlich ein bisschen die Selbstzuversicht, oder? Man musste zum Arzt gehen und der musste was machen. Und ohne das wäre es nicht so gut gekommen. Also sie unterwandern ein bisschen die Zuversicht der Patienten. Und in der Alternativmedizin kommt noch dieser Glauben, das bin ich ein bisschen allergisch, dass man die Selbstheilung unterstützen muss oder aktivieren muss. Und das ist noch perfider, weil das heißt ja irgendwie, ja, deine Selbstheilung ist blockiert und so kommst du nicht weiter, oder? Dann ist wirklich Alternativmedizin zur Aktivierung der Selbstheilung stellt sich so selber dar als Mittel, ohne dass es nicht ginge, von dem man eigentlich dann abhängig ist, weil ohne Selbstheilung. Oder? Und das ist eine schwerwiegende psychologische Intervention in die Selbstzuversicht in diese Selbstheilung. Und das geht dann noch einher mit der Implantierung eines falschen Glaubens, dass man ein Placebo gibt. Und das ist fast schon ein krimineller Akt gegen das kognitive Immunsystem der Patienten. Und das finde ich auch in meiner ärztlichen Auffassung, das stört mich zutiefst, weil die Selbstheilung, die ist da und wir dürfen nicht den Leuten den Glauben wegnehmen in ihre Selbstheilung. Wir sollten bescheiden sein, weil wo wären wir als Ärzte ohne die Selbstheilung der Patienten? Wir hätten ja keine Chance. Und das gilt nicht nur für Schulmedizin, sondern auch für Alternativmedizin. Und uns diese sozusagen anzueignen und die Kontrolle über die Selbstheilung zu nehmen, das finde ich eine schwere Übertreibung der eigenen Kompetenz. Gut, und genau das haben wir eigentlich hier oben schon abgedeckt, diese Unterlassung von wirksameren Therapien, eben wenn ich jetzt da mit einer Krebskrankheit in die falsche Klinik komme, vielleicht eine berüchtigte Klinik in Tessin und ja, das ist einfach tragisch aus meiner Perspektive, wenn man verzichtet auf etwas, das Leben gerettet hätte. Ja. Gut, hier möchte ich noch das Beispiel der Bellevue-Apotheke anzeigen, die schwere Verwirrung stiftet in den Köpfen der Leute meines Erachtens. Wir haben Grippesaison, oder? Und jetzt Bellevue empfiehlt Grippe jetzt impfen, hier. Und auf der anderen Seite, das ist so wie eine Waagschale, Schüsslersalze. Also was möchten Sie jetzt, Grippeimpfung oder Schüsslersalze, geht beides. Und Schüsslersalze ist auch eine absurde Behandlung. Es ist ähnlich wie Homöopathie von der Verdünnung her, da ist nichts Wirksames mehr drin und es ist ein reinstes Placebo, das auch extrem populär ist und völlig unklar, wie die Leute so verwirrt sein können, meines Erachtens. Aber wenn natürlich die Bellevue-Apotheke das so raufschreibt, da glaubt man doch, da sei was dran. Das ist wiederum ein Attentat auf den Menschenverstand, das eine Apotheke mit einem guten Ruf eigentlich hier macht. Das finde ich wirklich schlimm, muss ich sagen. Okay. Und jetzt noch zu The Silly. The Silly, ja, das ist meine Auffassung, weil manchmal ist es so übertrieben, dass ich fast nur noch lachen kann, oder? Und in meinem Verständnis, ich bin halt sehr naturwissenschaftlich und rational und konsistent und logisch und für mich sind viele Annahmen, die bei der Alternativmedizin gemacht werden, einfach eine Verwechslung von Fantasie mit Realität. Und ich kann es irgendwie schon nachvollziehen. Ich fände es auch cooler, in einem Universum zu leben, in der Magie wirklich funktioniert und in der so einfache Erklärungen richtig sind. Ich bin ein großer Fan von Lord of the Rings. Aber
ich kann schon unterscheiden zwischen Realität und Fantasy. Und wenn man aus reiner, unkontrollierter Beobachtung glaubt, man könne Wissen generieren, das einem dann noch so gut in den Kram passt, oder? Dann ist das schon, ja, dann hat irgendetwas nicht funktioniert in der Erziehung, oder? Und Ärzte sind eben leider nicht gut ausgebildet in wissenschaftlichen Theorien und das kann eben schon wirklich mal sein. Und deshalb ist das Silly vielleicht ein bisschen fies, weil man sollte ja die Leute nicht lächerlich machen. Man sollte sie versuchen zu erziehen und ihnen erklären und hoffen, dass es sie wirklich interessiert, was sie zu sagen haben. Und das Problem ist halt schon, wenn sie das schon 10 Jahre gemacht haben und sie haben bereits einen Fähigkeitsausweis, sie haben ganz viele Patienten, die da kommen und das alles kollektiv glauben, wie könnten sie zurückgehen? Wie könnten sie sagen, ja, ich habe mich getäuscht, tut mir leid. Sie haben so viele versunkene Kosten dort drin, das braucht so viel, um da rauszukommen. Deshalb habe ich bei ausgewachsenen Alternativmedizinern habe ich eigentlich keine Hoffnung mehr, dass sie jemals im Leben nochmals die Selbstkritik aufbringen und den Aufwand betreiben, um sich kognitiv umzuschulen, weil das ist ja auch ein kompliziertes Ding, oder, mit diesen Experimenten und dass man das begreift. Naja, gut, was auch eben silly ist, ist, wenn sich eine Heillehre ausweitet zu umfassenden oder eben Teil ist von abstrusen Glaubenssystemen. Hier ist die anthroposophische Medizin gemeint, die in der Anthroposophie wurzelt, oder die dann eben bis zu eben Impfskeptizismus geht oder eben Impfverweigerung oder, und auch in so Agrarritualen stattfindet, wo man Kuhhörner mit Mist füllt und das rituell vergräbt, damit der Acker dann das ganze Jahr, ich glaube, die Energie des Kosmos aufsaugt und das als Düngemittel funktioniert. Und das ist das ist Lord of the Rings, das ist so ein cooler Fantasiekult, oder? Und das hätte ich als Kind, hätte ich das cool gefunden. Ich hätte das mitgespielt und ich habe solche Dinge als Kind auch gemacht. Aber das kann ich jetzt nicht mehr ernst nehmen, oder? Also, ja, ist schwierig. Gut, und das letzte ist eben diese Fehldeutung als spezifische Wirksamkeit, wo eigentlich eben Placebo-Effekte stattfinden und Anekdoten erzählt werden. Also der Homöopath, der ein Placebo gibt und das für wirksam hält, der ist einfach nur völlig verwirrt eigentlich. Der hat irgendwas nicht verstanden. Und ja, es ist eben schon, man braucht dieses Training, um Wirksamkeit zu unterscheiden und zu merken, okay, hier oben ist spezifischer Effekt und dann gibt es Placebo-Effekt und dieser natürliche Verlauf, und das sehe ich eben nicht so unmittelbar wie das, was ich ihm gerade gegeben habe, oder? Und wenn man das niemals begriffen hat, dann verstehe ich schon, dass man eben diesen Kurzschluss immer wieder macht und meint wirklich, ich kann Wirksamkeit beurteilen. Und ich weiß nicht, wie viele Jahrhunderte wir das noch haben, auch Ärzte, die das nicht begriffen haben, dass das eben so nicht geht. Mal schauen. Gut, wenn Sie noch Fragen haben, dann sind wir jetzt, glaube ich, noch im Chat. Und sonst danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen ein interessantes Studium, wenn Sie noch studieren, und eine interessante berufliche Erfahrung in unserem Ökosystem, voll von Leuten, die interessante Dinge machen, lustige Dinge machen und Dinge machen, an die es mehr oder weniger gute Gründe gibt, zu glauben, dass es wirklich funktioniert. Bleiben Sie auf jeden Fall kritisch und setzen Sie sich ein bisschen mit den Methoden auseinander, wie man Wahrheitsgehalt oder Glaubhaftigkeit eben prüft. Das ist nicht einfach nur langweilig und sinnlos, sondern um das geht so ein bisschen im Leben, wenn man auf der Spur sein möchte von dem, was stimmt, oder? Gut, danke vielmals für die Aufmerksamkeit.